Oha. Bild ändert sich. Wow, da ist er. Computing is advancing at incredible speeds. Alter, wenn der dabei ist, The engine geht alles propelling gut. this rocket is accelerated computing, and its fuel is AI. Today, we will show you new advances in Krass. NVIDIA RTX, NVIDIA AI, and NVIDIA Omniverse. Oha. How these platforms propel new breakthroughs in AI, new applications of AI, and the next wave of AI for science and industry. We will announce new chips that power these new applications. Geil, Mann. And for the Freu mich. first time, cloud services to extend the reach of NVIDIA platforms. I Jawohl. want to thank all the sponsors, Mr. Lederjacke, beste. researchers, developers, and customers who join us to make this event amazing. Klar. Welcome Gerne. to GTC. I want to show you something amazing. Racer X is a fully interactive simulation built Racer with X? NVIDIA Omniverse. Racer X is physically simulated. Mit The lighting, Omniverse. Okay. reflections, and refractions are ray traced. Nothing is pre-rendered and baked in. The parts and joints of the cars are individually modeled. Their physical properties affect driving dynamics. Oha. Things in the environment are not static props, but rigid body, cloth, and fluid simulations. Smoke, fire, Geil, and dust Mann. are volumetric simulations. Staub. Racer X is a simulation. Future games will not have pre-baked worlds. Future games will be simulations. Racer X is running on one single GPU. One single seat GPU. Awesome, man. Was ist aber los hier? Geil, neues RC-Spiel. Ja. Miau. Ey, das will ich ja fühlen, das Spiel, sowas mal wieder. So RC-Simulator. Zack. Aber nicht so ein Trackmania-Stuff. Wo stark danach aussieht. Ja. Alles Echtzeitberechnung von Schatten, von Autos und von Rädern. Und von nicht sehen im Hintergrund. Juhu. Zack. Wieso haben die mein Wohnzimmer nachgebildet? Frech? Ja. Ja, klar. Domino wird da gespielt. Juhu. Ja, sogar das Lenkrad bewegt sich in dem Spielzeug. Oh Gott. Ja, weg mit dem Weihnachtsmann. Egal. Und jetzt Turbo Boost. Diese Szene von Nightmare. Das dieses Geräusch da. Jetzt muss er einmal kurz nach hinten schauen. Miau. Das geht nur auf der neuen Grafikkarte, sowas hier. Boah, Knicklichter. Ja, Invasive Maneuver hier. Halbes Alter 4. Das sind meine Driving Skills. Wuhu. Parkrun. Was war das da? Zum Glück ist das alles nicht simuliert, sondern alles ist einer mit der Hand gefahren hier. Let me tell you how we did it. We introduced the programmable shading GPU nearly a quarter of a century ago. GPUs revolutionized 3D graphics and created a medium with an infinite palette for artists. At SIGGRAPH 2018, we launched NVIDIA RTX, a new GPU architecture that extended programmable shaders with 2 new processors. Ja. RT cores accelerate real-time ray tracing. Tensor cores process matrix operations central to deep learning.
RTX opened a new frontier for computer scientists. Ja klar. A flood of new algorithms have Boah, appeared. flutneuer A Algorithmus new hier. era of RTX neural rendering has started. Ui. Today, we're announcing Ada Lovelace, our third generation RTX. One Ada GPU powers Racer X. Ui, This ui. generation The fuck? is named after mathematician Ada Lovelace, who is often regarded as the world's first Ada computer Lovelace. programmer. NVIDIA engineers worked closely with TSMC to create the 4N process, optimized for GPUs. This process lets us integrate 76 billion Millionen. transistors and Oha. over 18,000 CUDA cores, Ganz wichtig, 70% Mann. more than the Ampere generation. 6x. Ada evolves all three RTX processors. First, a new streaming multiprocessor with 90 teraflops, over 2 times the previous generation. Ada's SM Over 2 times the previous includes a major generation. new technology What? called Doppelt so shader schnell. execution reordering, which reschedules work on the fly, giving a 2 to 3 times speed up for ray tracing. SCR Echt? 2 is bis as 3 Mal big Ray an Tracing innovation schneller? as out-of-order execution was for CPUs. Second, a new RT core with twice the ray triangle intersection throughput, and 2 important new hardware units. Twice. A new opacity micromap engine speeds up ray tracing of alpha test geometry by a factor of 2 times. Wow, And a okay, new das ist krass. micromesh engine, which increases geometric richness without the BVH build and storage cost. And third, a new tensor core with the Neue Hopper Tensor Cores. FP8 transformer engine and Hier. 1.4 petaflops of tensor processing. Petaflops? Raw ray tracing So horsepower langsam, is oder, not Kappa? enough to ensure high frame rates. Ray tracing is notoriously hard to parallelize because rays bounce in every direction and intersect surfaces of various types. GPUs are highly parallel and most efficient when processing similar work at the same time. Ray tracing Ja. workloads Ich will lead to Multi-GPU. different threads processing different shaders or accessing memory that is hard to coalesce or cache. Shader execution reordering, Schau SCR, mal. improves execution Parallel. efficiency by rescheduling shading workloads Ja, guck mal, on wie the schnell das fly hier geht. to better utilize the GPU resources. We're Shader seeing execution. up to 2 to 3 times increase in ray tracing and 25% in overall game performance. Das geht auch bestimmt mit Like Software-Update. accelerated computing, computer graphics is a full stack challenge. Breakthroughs require innovation in architecture and design, as well as algorithms. For example, NVIDIA's RTX GI uses ray tracing to do real-time multi-bounce indirect lighting. RTX DI uses ray tracing to do direct illumination from millions of lights, casting shadows from all lights. RTX DI is used for emissive surfaces such as billboards, TV screens, neon tubes. NVIDIA real-time Jetzt? denoisers is a spatial temporal denoising technique that takes an incomplete ray-traced image and infers the ground truth, reducing the number of rays needed. DLSS 3. And Gott. DLSS, Oh mein Deep Gott, Learning Dreier. Super Resolution, is one of our greatest achievements. Ray tracing requires insane amounts of computation. Ja. Each frame of a CGI movie takes hours to render. We want to do this in real time. Klar, NVIDIA Echtzeit. Beste. RTX opened the world to real-time ray tracing. RT cores do BVH traversal and ray triangle intersection testing, which saves the SMs from spending thousands of instructions on each ray. Ui. But even with RT cores, frame rates were too low for games. Ja, We needed 22 Frames kannst du vergessen. another breakthrough. Mehr Power. Enter deep learning. DLSS uses a convolutional autoencoder AI model and takes the low-resolution current frame and the high-resolution previous frame to predict on a pixel-by-pixel basis a high-resolution current frame. Okay, The das AI wissen wir ja. model Kennen wir ja. is trained to predict an ultra-high-resolution 16K reference image. The difference between the 16K? predicted Boah. and reference image is used to train the neural network. The process is repeated
tens of thousands of times Bin gespannt, was am until the Dreier network kommt. can predict a high quality image. Hoffentlich, Fritz, wäre Ada geil. introduces DLSS. Boah, ja, als ob a new 101. AI that generates entirely new frames Diese rather Zahl. than just pixels. Or random. DLSS 3 has 4 components: a new optical flow accelerator, game engine motion vectors, a convolutional autoencoder AI frame generator, Ach du Scheiße, and our ja. reflex super low latency pipeline. DLSS 3 processes the new frame and the prior frame to discover how the scene is changing. The optical flow accelerator provides the neural network with the direction and velocity of pixels from frame to frame. Pairs of frames from the game, along with the geometry and pixel motion vectors, are then fed into a neural network that generates the intermediate frames. DLSS 3 generates entirely new frames Oder halt DisplayPort, without ne? processing the graphics Und pipeline, PC. boosting game performance by up to 4 times over brute force rendering. Because DLSS 3 generates a new frame without involving the game, it benefits both GPU and CPU limited games. For CPU limited games, like NVIDIA. physics heavy or large world games, DLSS 3 allows the Ada GPU to render the game Ja. at a much higher frame rate Ja, das ist ja then the wichtig. CPU is able to compute the game. DLSS 3 is one of our greatest neural rendering inventions. Und das kannst du Here is nicht nutzen auf der Cyberpunk alten Karte? 2077, shown in all new max ray tracing mode with SCR and DLSS 3. Der ist es auf RT on. Mach mal RT off, dann war's es ja. Ja! Weird Flex. Aber was ist mit den 240 Herzmonitor? Takes an incredible amount of computational horsepower. In a modern game like Cyberpunk, we run over 600 ray tracing calculations for every pixel just to determine the lighting. That's a 16 times increase from the time we first introduced real-time ray tracing. Trotzdem noch 4 wenig years 100 ago. Frames, ne? Yet the number of transistors we have available in a GPU to do these calculations have not increased at that rate. That's the power of RTX. We can deliver a 16 times increase in 4 years with artificial intelligence. Some pixels are calculated, most are predicted. Let's enjoy Microsoft Flight Simulator, a game that is CPU limited because of the realistic physics and the giant worlds. It is one of the longest running franchises. This is Flight Sim's 40th anniversary. With Ada and DLSS 3, Flight Simulator is silky smooth. Wenn ich auf 1440 spiele, reicht es ja, was ich habe. Also 4. Also es geht um 4K 110 Frames, 113. Oh, okay, das ist schon viel da. F an die 240 Hertz Monitore kappen. Oder 144 Hertz. Also 4K 144 wird real. Video. Ja, spiele ich gar I'm nicht so thrilled was. to announce Portal RTX. NVIDIA Lightspeed Studios used Omniverse to Oha, Jens ist da, moin. one of the most celebrated games in history. Portal was developed by Valve and released in 2007. It was GDC's Game of the Year and exhibited at the Smithsonian. Portal RTX is both nostalgic and futuristic at the same time. Let's take a look. This was a triumph. I'm making a note here, huge success. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. Naja, aber Welcome to the Aperture Science Computer. es ist ja okay, aber ein 100 Jahre altes Spiel jetzt mit Raytracing da zu flexen, weiß ich ja auch nicht. Können wir gleich Half-Life 1 zeigen, dass es schnell geht.
doing? Stop it. Portal mit RTX. Ob das so sinnvoll ist, jetzt so ein 100 Jahre Spiel mit RTX zu machen? Portal with RTX is a mod. We did it with Omniverse. Modding is a massive culture. Everyone is a creator. There are millions of modders, and billions of mods are downloaded each year. In fact, 9 of the 10 most popular competitive games owe their existence to mods. We created an Omniverse application called RTX Remix for game modding. Start the game and capture the game into USD, which is loaded into Omniverse. Dann geht's noch mit anderen Games. We're using Elder Scrolls Morrowind from Bethesda, one of the top modded games of all time. Jetzt fangen die mit diesen alten Spielen Once in an. RTX Remix, the AI-assisted toolset has deep learning models to up-res textures and assets, and an AI model to convert materials to have physically accurate properties. The rich Omniverse ecosystem of creative tools can then be used to enhance the game assets. When done, export the RTX mod pack and play the game with the RTX renderer. Ja, das ist schon nett, aber ich spiele doch kein 100 Jahre altes Spiel nur nochmal, weil es RTX hat. Schaut, dass die Unreal Engine 5 gescheit mit RTX und die LSS 3 läuft, fertig. RTX Remix is incredible tech die 4er noch mal and the richtig. most advanced game modding tool ever created. Aber AI ist schon krass, was sie das and macht. RTX Remix will be available shortly after ADA launch. RTX neural rendering algorithms run on programmable shaders, RT cores, and tensor cores to create amazing images. The total processing throughput of ADA is a massive leap over the Ampere generation, and the performance shows. For rasterized games, ADA is up to 2 times faster, and it's 4 times faster for ray-traced games. ADA is incredibly energy efficient, over twice the performance at the same power compared to Ampere, and you can really push ADA. We've overclocked ADA past 3 gigahertz in our labs. Überall jetzt mindestens zweimal stärker. Now ADA is paving the way for future games to be fully simulated worlds like Racer X. Today we're announcing our highly anticipated NVIDIA ADA Lovelace GPU. Ja, komm, was? 4090? 4090. Oha! NVIDIA engineers push technologies on every front. 12. Oktober. USM with shader execution reordering. New RT core. 2 bis 4 mal faster. And micro mesh engines. New tensor core with FP8 transformer engine. And a pixel processing 300 TOPS optical flow accelerator for DLSS 3. Das ist schon in die Fresse. 4 times more processing throughput. Compared to the world's reigning GPU champion, the 3090 Ti, 4090 is 2 times faster on Microsoft Flight Simulator, 3 times faster on Portal RTX, Test, hallo? 4 times faster on Racer X. The GeForce RTX 4090, the new heavyweight champ, $1599. Available October 12th. Am 12. Oktober, The GeForce Jens. RTX 4080 comes in 16 gigabyte and 12 gigabyte versions. 16 und 12, 1200. Is 3 times the performance of 3080 Ti. 3 mal von 3080 Ti, lol. 4080 starts at $899. The best gaming platform in the world just got better. Our 30 series, starting at $329, are the best GPUs in the Naja, wenn world, das der echte serving Preis mainstream wäre, wäre ja gamers. nicht so schlecht. Ist mehr RTX ein Euro. 4090 and RTX 4080 GPUs, Ja, klar. starting at $899, Preise deliver ja the gleich ultimate sind und die performance Kurse to dann noch die Steuer alles enthusiasts. drauf. The ADA Lovelace generation advances 330, all das 3 wären- RTX processors, okay. the engines weniger of als die neural letzte. rendering. ADA is a quantum leap for gamers and paves the way for Aber der creators SS3 kann of auch auf der fully dritten Generation simulated laufen. worlds like Omniverse. Krass. Also Omniverse ist Porno-Welt hier. Ich hab's nicht mitgekriegt. Was kann das laufen? Wie meinst du? Wie laufen? So
Du hast gerade irgendwas gesagt, das kann auch auf 3 laufen oder irgendwie sowas. Ich hab's bis hierhin die sollen DLSS 3 auch auf den alten Generationen laufen lassen. Aber anscheinend nur mit den neuen. Weil die Prozessoren das nur unterstützen. Okay, das müsste vorbei sein, oder? Oh, ich hab's voll verpasst. Mit deinem scheiß Voice-Meter-Mikro. Aber es war ja nur jetzt. Das ist das Einzige, was wir vorgestellt haben, war jetzt gerade, dass du gekommen bist. Oh, okay. Also das. Ja, die haben davor nur. Die haben dann nur vor. Musste ich die Bitrate einmal kurz hoch und wieder runtersetzen, dann ging's. Ich weiß nicht warum. Die hatten davor halt nur AI-Rendering gezeigt mit dem neuen DLSS, dann Portal, was ich halt sowas von Blödsinn finde. 100 Jahre alte Spiele, wozu bräuchte DLSS und alles? Das ist zwar nett AI, aber ich fühle das halt null. Aber gut, es ist halt ein bisschen Flex. Okay, müssen die Spiele darauf angepasst werden? Ja, durch dieses komische Omniverse hier. Da gibt es anscheinend so ein Development Kit. Und dann kann man das damit machen. Das kommt anscheinend jetzt, kommt raus, wenn die Karten rauskommen. Okay, fein. Hat er gezeigt Oblivion, das alte. Ich weiß nicht welches, was war das? Oblivion. Und Portal. Aber es sind halt 20 Jahre alte Spiele, was ich will die trotzdem nicht spielen. Weißt? Nur weil es jetzt besser ausschaut. Ging mir nie wirklich nur um Grafik, aber es ist gut, dass die AI sowas halt kann, weißt du? Jetzt können dann die Firmen Remaster rausbringen und mit noch weniger Geld ausgeben. Und können es teuer verkaufen. Naja gut, aber ich glaube, die haben ja Portal 2 angekündigt, dann können sie das ja auch gleich noch da einbauen. Gibt es nicht schon? Oder ist es schon? Gibt es nicht schon 1 und 2? Ach so, kann ja auch sein. Ja, okay, kann sein. Siehst du mal, ich weiß gar nicht, wie ich es habe. Sollen es bei GTA 6 machen? Okay, weiter geht's. Omniverse. The next evolution of the internet, called the metaverse. Metaverse, oh Gott. Okay. Today's internet connects websites described in HTML and viewed through a browser. The metaverse, the 3D internet, connects virtual 3D worlds described in USD. Das haben die auch gezeigt damals bei der Präsentation. Omniverse is a platform for building and operating metaverse applications. Alter. Omniverse is useful wherever digital and physical worlds meet. Auf Amazon One of the most Music. essential uses of Omniverse is robotics. I hate that The you next told wave me to not interacts with the physical world. know. Omniverse is like Alexa? nothing ever built. Stop. Omniverse is a real-time, large-scale 3D database. It is a shared 3D world. Omniverse is a network built on USD. It connects 3D worlds. Omniverse is a computing platform. You can write applications that run on Omniverse. These applications are like portals. Spielt mal Alexa irgendein scheiß Lied mit Pepsi, aber irgendwas. Ich darf nichts mehr sagen, Alter. We've written some Direkt wieder Copyright rein. Create and view for collaboration. Replicator for synthetic data generation. Obwohl ich nur Copyright-free Sachen abspiele im Stream, habe ich jeden Tag Copyright-Dinger drin. We are releasing a major update to Omniverse. Zu denen nicht Support ausdenken. for Ada Lovelace GPUs with a Bescheuert, ey. giant leap in ray tracing and large scene Also performance. mega Update von New Metaverse. GAN-based and diffusion model-based neural rendering tools. Und Omniverse OmniGraph halt. is a graph Achso, execution ein engine Omniverse, ja. to procedurally control behavior, motion, and action. A major update of Omniverse physics to process kinematics of complex multi-part objects. New Cloud okay. XR for Ada's amazing ray tracing in VR. Können sie in Spiele schon sehr, sehr world's viel first realistischer machen. Sim-ready asset library for synthetic data generation schau mal, das sind die and Modelle, die wir digital nutzen twin können. simulations. One Die of the sind schon most fertig. popular applications of Omniverse is Replicator, which is used to generate synthetic data to train self-driving cars, robots, and all kinds Das of ist schon computer hilfreich vision für kleine models. Entwickler. New Omniverse JT connector. This is big. Siemens Auf jeden invented Fall. JT, the industry standard language of kannst du das product doch alles lifecycle so management and the verändern, interoperability optimieren, format of anpassen. CAD systems like NX, Creo, CATIA, and Inventor. The JT connector opens the industrial and manufacturing worlds to Omniverse. Müssen nachher nochmal kurz Screenshots schauen. Omniverse is an Wegen den enterprise Preisen so. platform that is useful from the beginning of design and styling through engineering and manufacturing, marketing,
to operations. Ja, ich denke immer, bei allen Preisen kannst du noch einen 100er drauflegen für die Kassenlösungen. Mindestens. Vielleicht sogar mehr. Also mindestens 19% plus den Kurs. Complex 3D pipeline. Let's take a look at the creative and design process. Many specialized tools are used by expert designers, artists, and engineers working in different teams, organizations, or geographies. Okay, jetzt zeigen sie halt nur noch so Sachen für die Companies halt, was sie schon mal gezeigt haben. Ja, im Sommer. Ja. Stand halt immer da, 2 bis 4 Mal stärker sind die neuen Grafikkarten und er hat dann gesagt, die sind dann 2-mal stärker, bei der anderen 3-mal, aber bei dem Text stand 2 bis 4-mal. Er hat nie was von 4-mal gesagt, nur der Text hat 4-mal. Aber das klingt schon ziemlich brachial, 2, 3, 4 Mal schneller. Also 2-mal mindestens, aber ich glaube, das ist nur mit DLSS, so wie ich das verstanden habe. Also sie haben sich anscheinend krass auf dieses, wie ich immer sage, Cheat-Auflösung verlassen. Die haben das halt nochmal optimiert. Da gab es halt so eine Grafik, die die Berechnung von DLSS und den Shadern alles nochmal verändert und beschleunigt anscheinend. Nicht irgendwie alles, wenn es da ist, sondern es tut manches schon predikten, was kommt. Also es gibt welche, die vorgerannt sind, fix, manche sind, was Schätzungen sind. Ich denke mal, das 3, 4 Mal kommt dann mit Raytracing, mit DLSS und alles insgesamt. An award-winning architectural design firm connects architects, designers and clients in Omniverse. Clients can review das müssen sie jetzt machen für die Firmen. interacting with a full fidelity and photorealistically rendered ist die Frage, ob da noch mal was kommt. Ja, das muss vorbei sein. Außer jetzt hält der was habe ich geschrieben? 4095 Ti. Dual-GPU. Ja, also das waren ja alles Gerüchte. Ich glaube nicht, dass die ganz am Anfang eine TI bringen. Das machen die ja immer erst später. Es ist doch so schlau gemacht, dass es halt nur so Schätzungswert ist, 2 bis 4 Mal. Das einen, der jetzt auch nicht viel da jetzt rauslesen kann. Aber die können sich ja die Karten auch kaufen und schauen, wie sie sind. Digital Twin? Physical World. Eigentlich stellen sie immer nur das Maximum vor. Ja, die 40 zahlen dann noch was zu klauen. Ja, 4090 Ti ist ja, glaube ich, auch nicht vorgestellt worden bei der 80er. Also die TI stellen sie ja später vor, ne? Genau, also vor 2 Jahren war es auch so, dass sie die 90er, die 80er gezeigt haben und dann kamen die 90er eine Woche später oder sowas auf den Markt. 2 Monate, oder? Die 80er kamen, also im September wurde vorgestellt, im Oktober kam dann, ungefähr eine Woche später kamen dann die 90er und einen Monat später kamen dann die 80er und dann nochmal einen Monat später kamen die 70er. Ach so, das Jahr habe ich dachte, die Vorstellung von der TI, die kam ja viel später. Die kam viel später, ja. Ich glaube, das wird auch dieses Jahr nichts. Ja, dieses sowieso mit, nächstes Jahr uns vielleicht. Was ich jetzt verstanden habe, die 4080 normal ist 2 bis 3 Mal so stark wie die 3080 Ti. Das habe ich verstanden. Ja, das wäre aber schon echt hart. Sie nennen den Chip 100 und 102 und so weiter, okay. Ja, und bei der 4090 ist noch nicht der Vollausbau. Das ist dann bei der 4090 Ti. Genau. Ja, war abzusehen, weil der Sprung in der Fertigung ist einfach massiv, den sie jetzt gemacht haben. Die haben halt mehr als doppelt so viel Platz. Dann haben die dann noch optimiert. Es ist halt, der Takt ist enorm gestiegen. Es ist halt optimiert für 4K jetzt mit DLSS 3. Du kannst jetzt 4K mit 100 Frames spielen, wenn du das richtig einstellst, DLSS 3, ne? Das ist jetzt auch so optimiert. Also für mich ändert sich jetzt nicht so viel. Ich habe 1440p mit meinen 200 Frames oder so, das passt dann eigentlich. Ja.
Aber kein 4K, sag ich mal. Du ja auch nicht, du hast ja 1080, von daher ist ja eh auch schon wurscht. Ja, wenn dann downsample ich halt, ne? Ja. Damit das noch ein bisschen feiner aussieht. Zeigen Sie jetzt gerade echt Deutsche Bahn? Ja klar, immer pünktlich. Mit NVIDIA 40er sind sie pünktlich. Wird es jetzt schneller, ja? Ja, hoffe ich doch. Ja, das kann sein, Vollausbau. Ich meine Vollausbau wegen den Raytracing-Kernen und so, nicht einmal die 48 GB. Hatte jetzt die 4090 24, weil die 4080 gibt es in 12 und 16 GB. Und die anderen habe ich nicht mitbekommen, müssen wir da nochmal zurückspulen. Deutsche Bahn, ohne Scheiß. So ist meine Kamera davor. Ist ja peinlich hier. Hm? Okay. Du brauchst gar nicht mehr in die Ikea gehen, oder? Hast einfach da das alles. Oder du gehst so in... LOL, du gehst so in die Ikea mit der Brille. Und dann siehst du das, was du vor dir siehst, in digital. Wenn du so ein Typ bist, der gar keine Analogwelt haben kann, gehst du in die Ikea und setzt die Brille auch wieder alles in digital. Macht voll Sinn. BMW-Gruppe, das ist okay. Siemens. Hat doch viele deutsche Firmen, gell? BMW, Deutsche Bahn. Ja gut, Siemens war ja immer dabei. Ist Fraunhofer nicht auch deutsch? Oder was ist Fraunhofer? Fraunhofer ist ein Institut, das hier Sachen wie MP3-Codec erfunden hat. Auch aus Deutschland, ja. Schon, gell? Genau, das ist MP3. Wir haben ja auch so ein fettes Gebäude in der Nähe von denen. In München irgendwo. Bist du privat, siehe kurz für später. Alles klar, danke. Und GM Anno. Design, Build, Operate. Hier im NVIDIA-Tweet schreibt auch gerade einer, so viel AI bei der Deutschen Bahn und trotzdem kommen sie so spät. Ja, ist das so. Weil die immer noch XP nutzen. Okay, jetzt zeigen die Programme, wo sie wollen Omniverse nutzen können, Adobe und die ganzen Schmarrn, natürlich, klar. Media and Entertainment, Consumer and Luxury Goods, ist das in Epic auch drin? Consumer Luxury, überall halt, schau mal. Amazon Robotics kenne ich gar nicht, Leute. Hat Amazon nicht Boston Dynamic gekauft oder so? Nee, das waren die nicht, ne? Ist Amazon Robotics, tun die Roboter herstellen, die die Pakete hin und her fahren in diesen Lager? Stimmt. Requires new computer system? Ich glaube, die haben sich da eingekauft mit Robotertechnik. Omniverse Cloud Computer gibt es. Dann kannst du mit denen arbeiten, weil die halt viel Power brauchen, oder was? Oha. The NVIDIA GDN, Portals into the Omniverse. GDN, Portals into the Omniverse. We've built a global GDN, a graphics delivery network that reaches 100 regions with super fast and Weil die machen es responsive genau wie RTX Microsoft, ne? Die gehen immer weiter weg vom Gaming und gehen in den also in den, wie nennt man das? In den Industrie halt, Industrie. Die halt, du hast gesagt hast, Industrial Segment. Aber ich glaube, da waren sie oder? Das ist nur jetzt so, kriegen das halt mit. Es gibt ja manchmal diese Investorenpräsentation. Das ist halt hier anscheinend schon mit dabei. Ja, das ist. Nur der Unterschied ist, dass es jetzt mittlerweile mehr Zeit einnimmt für die als der Gaming-Bereich. Remag designs on RTX Immer wieder neue Namen, ja. And publishes the Omniverse-based Schau mal da, neues Assetto Corsa. application to run on NVIDIA GDN, which is then streamed to be enjoyed on any device. NVIDIA Omniverse Cloud is a suite of software and infrastructure as a service for designing, publishing, and experiencing metaverse applications from anywhere on any device. Omniverse, Metaverse, select Let's see how Rimac, technology pioneer of AI-enabled hypercars and advanced electric solutions, can enable collaborative workflows for their 3D teams.
and deliver advanced 3D experiences to their audiences with Omniverse Cloud. Vielleicht hat das schon das neue Forza The von 3D models Microsoft. of cars, such as Remax, are designed by large teams of uniquely skilled dürfen individuals die gerne each using langsamer their rausbringen. own specialized tools. Nächstes Jahr. Here, designers connect to Omniverse Nucleus Cloud, their shared database engine. With Shared USB Database workflows, They Engine. can aggregate full CAD fidelity datasets from their favorite tools, including Autodesk Alias, Houdini, Adobe Substance 3D Painter, and Omniverse Create. Each designer either works on their individual RTX computers or streams Omniverse apps from OVX servers in the cloud. Okay, also Once du kannst auf die Cloud Remap zugreifen. integrates the ground truth USD model into an advanced real-time 3D configurator and publishes it to the NVIDIA Graphics Delivery Bestimmt per Abo Network, oder so, a ne? planetary scale network of distributed data centers that stream high-performance, low-latency 3D experiences to edge devices. Today's configurators are limited by pre-rendered options that can only be shown in a single scene. With the end-to-end USD pipeline, Remac fans and consumers are configuring the actual engineering dataset, not a simplified model, in full fidelity with physically accurate materials and Aber real-time heftig, dass sie das RTX ray bei tracing. Autos jetzt zeigen, so, This gell? unlocks all possible Das ist, design lädt doch wirklich ein zum neuen without geilen Remac Autospiel. having Noch to manually detaillierter. render every option as a layer. Ja. Omniverse Cloud connects 3D artists, designers, and metaverse viewers at every edge of the Ich meine, das planet ist gar nicht so and delivers blöd, the weil da possibility kommt to es nicht build ganz so and auf operate Latenz und sowas an. advanced 3D Wenn du irgendwie internet 40 applications Millisekunden on Latenz hast, edge stört dich das nicht. Ja. Ja, beim Zeigen ist es schlimm. Kann doch 100 sein, oder? Today, That's we're 100. announcing NVIDIA Omniverse Cloud, an infrastructure as a service that connects Omniverse applications running in the cloud, on-prem, or on a device. In addition, Replicator and Farm will also be available in the cloud. Das ist krass, gell? Farm is a scaling engine for Auto a selber render bauen. farm. Omniverse Cloud, Replicator, and Farm containers are available on AWS Wieder today. sein Unique Auto. We're also offering them as That's managed it. services. Sign up today for early access. Robotics is the next wave of AI. Breakthroughs in deep learning has opened the door to creating systems that can perceive their surroundings, Deep Learning klingt plan immer a so sequence wild. of actions, and perform Halber useful Terminator. tasks in real time, every time. Oha, wie er den Arm so rein Everything hat. from the way software is developed to how it runs is completely different. A new type of processor had to be created. NVIDIA's Xavier was the world's first robotics processor designed for deep learning. Oh, Since then, every 2 years, we've announced a giant leap in Orion performance. und Atlan The kommt. driving force of the increased performance is the simultaneous increase in number and resolution of sensors and more sophisticated AI models needed to expand driving domains and improve safety. Safety is the #1 priority in robotics, and it Ja, demands diversity and so richtig. redundancy in sensors and algorithms. All of that demands more processing. Last year, we introduced Atlan, a 1,000 TOPS SoC. Ach, das gibt's Today, we're announcing that Atlan is no more and will be replaced by Thor, twice the throughput of Atlan and more Lol. than twice the delivered performance. Klingt viel. Es There are gibt 3 kein big reasons Atlan we mehr, did that. sondern doppelte Performance Grace. Tor. Hopper and Ada Lovelace. Einfach The gelöscht im incredible Atlas. transformer engine of Hopper and the fast evolution of vision transformers is too important not to include in our next robotics processor. The invention of multi-instance GPU in Ada is a great opportunity to centralize the card computer, reducing hundreds of dollars of cost. And the CPU of Grace is too amazing to pass up. As all parallel processing algorithms are offloaded and Komm, wir accelerated by our überspringen einfach mal die GPU, Generation. the Warum nicht? Ne? remaining workload tends to be Da stand ja auf single-threaded. 2004, das fand ich sogar. Grace has excellent single-threaded performance. So engineers at NVIDIA scramble to create Thor. Aber The amount of new technology in Thor is der Unterschied insane. zwischen Privat und Thor can be Industrie jetzt hier, configured in ne? multiple ways. Nur Can 1% dedicate Privat, kurz all of its gesagt, die Karten. 2,000 TOPS and 2,000 Neues teraflops NV-Link, to an genau. autonomous driving pipeline. Damit die es Or verbinden können, die it can ganzen be configured to use a GPUs. portion for cabin AI and infotainment
and a portion for driver assistance. Könnte auch für uns später wieder Forced interessant werden. multi-compute domain isolation lets concurrent Ich time glaube critical nicht, dass sie processes run Multi-GPUs without noch für interruption. private Zwecke machen. On one computer, Wie you dich. can Na, simultaneously wir hatten das run Thema ja Linux, mal neulich QNX gehabt. Was kommt and nach Android. 4 Nanometer? Thor Vielleicht noch 3? centralizes numerous Dann wird es langsam computers Schicht im Schacht. and Ja, und dann simultaneously mehrere offers wieder, a ne? leap in Vielleicht dann capability mehrere, ja. while reducing cost and power. Today, parking, active safety, driver monitoring, camera mirrors, cluster, and infotainment are different computers. Das ist krass, dass nur In er the da future, ist. these functions will no longer be separate computers, but will be delivered by Und der war jetzt mal gar nicht dabei, that der runs Mr. on Lederjacke. Thor and improves over time. Building robotic computers requires two Jetzt komm, computers. geh in deine Küche, hol die An 4090 AI Ti factory in raus. the data center that processes data, Aus dem Ofen. trains the AI, Ja. simulates the Aus dem digital Ofen. twin, and maps the world. And an AI computer Aber in er the zieht das car auch eiskalt that durch, ne? processes Wirklich the immer mit sensors seiner to Jacke. perceive Ja the klar, er ist environment, jetzt Markenzeichen, stay muss er clear of ja. obstacles, and drive the car to Eigentlich its nennen ihn ja auch destination. alle nur nach Lederjacke. NVIDIA Drive Ist is geil, an ja. Wenn der dabei ist, dann weißt du, platform kommt was for Gescheites. autonomous vehicle development and deployment. For development, Drive includes Replicator synthetic data generation, NVIDIA AI infrastructure, Drive Sim, and Drive Map. For deployment, Drive includes the full stack driving and in-cabin AI applications, the AI computer, and the Hyperion Reference Autonomous Vehicle System. Let me show you some of the new exciting capabilities in the NVIDIA Drive platform. Ja, zeig mal. First, an AI pipeline called Neuro Reconstruction Engine that came out of NVIDIA research is now a major feature in Drive Sim. Creating scenarios for simulation is laborious and difficult to scale. Our researchers Autonomes have Fahren, developed sagst du? an AI pipeline Lass mal schon drüber that gesprochen. constructs a 3D Schon ein bisschen scene Respekt davor. from recorded sensor data. The 3D scene is imported into Drive Ich bin Sim da kein Fan and can von. be augmented with human-created content or AI-generated content. This video to 3D geometry pipeline runs on NVIDIA OVX systems and enables us to create simulation scenarios on a global scale. Let's take a look. We're supercharging Drive Sim with a neural reconstruction engine to enhance simulation with AI and data captured by the fleet. Wollte schon sagen, In das a ist das neue matter of minutes, Google-Auto, aber das the ist... neural reconstruction engine can reconstruct a Ach full doch, ist 3D wirklich. digital twin of Oha, a recorded drive wow. from sensor data. Das ist wirklich das Google-Update Objects are hier. harvested and reconstructed using Die AI. scannen die ganzen Gegenden und können sie Large-scale nachbilden. asset and scene libraries are created from real-world drives. Ja, das kennt man. München kann durch Scenes München and cruisen assets mit einem are Assetto loaded into Corsa. Omniverse and are ready to use in Vollgas. Drive Sim. Using NVIDIA Drive Map, Ein Nachbar we can von mir place hier in der dynamic Straße hat auch so ein objects such Google-Auto. as vehicles, Haufen Kameras oben drauf. as well as Scheiße. pedestrians. Ha. Recorded data can now be turned into fully reactive and modifiable Imagine die Möglichkeiten in der simulation Fahrschule. environments for closed-loop testing. Originalweg? Ja. Ja, am besten noch die Zeit New zurückspulen, scenarios echt. can be authored using synthetic and harvested scenes and assets. We can generate synthetic ground truth data to train Ich will so ein perception Spiel spielen. networks. Wo ich einfach die Stadt fahren kann, als ob es in echt wäre. Und dann ist es ja in echt, weil es... Krass, These oder? Einfach authored komplett gescannt. scenarios can be used for end-to-end testing, Schon schick. Und dann vorne NVIDIA. including challenging szenarios. NVIDIA Drive Sim, powered by Omniverse and Der fährt aber AI. auf der falschen Seite. Was sagst du? Anzeige ist Drive raus. Sim is essential to building our driving system from beginning to fleet operations. It's an integral part of our CI/CD, continuous integration, continuous deployment engineering process. One of the most important Drive Sim features is hardware in the loop, which lets us run the entire in-car software stack right there in the AI factory. The AI car computer has no idea it's actually inside a simulation and not in the car and driving on the road. Ach so, Drive der Sim wird with es nicht hardware gesagt, in ob the es echt ist oder loop Simulation. can also simulate the inside of the car. Future cars will not just have simple dashboards, but surround Boah, displays where imagine, digital im Auto and nur noch physical Displays. design come together. Gar kein, nichts Car mehr. designers, software engineers, and electronics engineers Tesla ist can eins fett in der Mitte, collaborate aber in Drive Sim
Das will ich halt while überall running haben. all the actual Ganz computers Armaturenbrett, and ein software Display. stacks. Alles so zum DriveSim Drücken. will be their virtual design studio. Let me show it to you. We are extending NVIDIA DriveSim's Oh. platform to create a digital twin of the car's interior with full hardware-in-the-loop support. NVIDIA Omniverse is the platform that brings this all together. Also, Designers and engineers can work side Im Endeffekt, by side was sie mir jetzt to gezeigt haben in der perfectly Industrie integrate ist, the physical design with the digital interface. noch mehr Before the actual car exists. totale Überwachung durch Computer, oder? Sure. Irgendwie. So all in all. Can you resize the screen? Ja. Okay. Komplettes Scan der Menschen, Überwachung von Computer, alles, Screening, komplett alles. This looks good. DriveSim, built on Omniverse, will accelerate the development of new AI cockpit and in-vehicle infotainment Cockpit. systems, plus improve usability by testing them in a digital twin of future cars. Safety is the #1 priority in robotics. And as I mentioned, building robotic systems requires building 2 computers. An AI factory in the data center and an AI computer in the car. Safety architecture, design, and methodologies are pervasive throughout our systems from data center to the car. NVIDIA has invested 15,000 engineer years in safety systems and processes. 5 million lines of code have been safety assessed. Our drive chips and platforms are designed for ASIL-D operation and ISO 26262 safety. We've dedicated ourselves to an end-to-end safety approach that extends from the AI factory Der to the sagt halt fleet. extra so We're viel, making excellent progress Safety, developing the drive end-to-end autonomous driving damit wir system. uns sicher fühlen, weißt Let du? me show Wenn you das our total progress. überwacht. Das ist nur zu unserer From Sicherheit. synthetic data Das ist nur das Beste to für AI uns. model advances, DriveSim with hardware in the loop, DriveMap autonomous fleet mapping, Haben die urban GeForce-Karten and nicht highway sowieso schon driving and Encoding? parking. Let's take a look. Das weiß ich nicht und haben sie nichts gesagt. Ne, er schreibt, Fritz schreibt gerade im Chat. Aber war das nicht so, dass sie Encoding sowieso schon können und Nee, und Decoding. Anschauen Yes, kannst du, nur please. nicht encodieren. Ach, andersrum. Ja, okay. Du kannst nicht in Ja, ja. Echtzeit komprimieren, Wohl. encodieren, Okay, das ist sondern nur natürlich, dekodieren. das ist ja stark, dann brauchen wir keine Inti-Karte mehr kaufen. Aber trotzdem für die Schrankwand. Ich habe eh keine, aber egal. Mach ich mir extra Schrank auf. Vitrine. Das Erst die Grafikkarte und dann die Vitrine. Aber ich will dann auch, wenn schon, dann so eine Original-Intel haben und nicht da irgendwie so eine Custom ohne die schöne Beleuchtung und alles. Ja, eine Schön kleine die Original. Limited Edition. Ja. Diese, wie nennen sie die immer? Ja, Limited Edition, ne? Ja, die haben einen bestimmten Namen, die halt von der Firma selbst sind. Wie heißen die denn? Gibt ja auch bei NVIDIA bei AMD auch diese, die von der Firma selbst sind. Also von Hersteller. Founders Edition. Siehst du? Hier, Rocker, passt auf. Ich finde auch die NVIDIA Founders Edition geil. Diese schwarz mit diesem einen Lüfter da so oder vorne auf der 2 Seiten. Ja, die sind schon schick. Nur wie heißen sie bei Intel? Waren das dann die Black? Nee, das ist immer Founders, glaube ich, oder? Heißen die nicht überall Founders? Hießen die da auch Founders? Okay. Achso, ich weiß nicht. Vielleicht haben die einen anderen Namen, aber ich sage einfach Founders. Weiß jeder, was gemeint ist. Ja. Real-Time Multisensor Simulation. Das ist krass, dass du auch die anderen Autos siehst, ne? Alle. Das ist geil. Es reicht doch eigentlich, wenn du die vorne und hinten siehst zum Einparken, aber dass du die ganze Straße siehst. Was ist denn das? Du musst dir vorstellen, da ist so ein Horror-Alien-Kind und sagt dir, you have arrived. Ah! Sofort aus dem Auto. Das ist schon krass. Der scannt einmal die ganze Umgebung ab und hat die als 3D-Modell da kleben. Das ist schon... Das ist schon... Orin is our second generation processor designed specifically for robotics. And it is a home run. Fritz, hast du keinen Orin is the Werbeblocker? computing Dann hast engine du of doch keine autonomous Werbung. vehicles Er and macht has das been nicht. selected by over 40 companies building Support ist kein cars, Mord. trucks, robotaxis and shuttles.
The fundamental Den processing Cent müssen wir pipeline mir for gönnen. autonomous vehicles can be applied Ich to wusste gar all nicht, dass du da kinds auch of was von robotic kriegst. systems. Ja klar, Jetson is our du kannst robotics es mittlerweile gar computer nicht mehr ausschalten. with 1 million developers and used by some Ah. 6,000 Ja companies, gut, da kann ich das ja bei dir including im Channel 1,000 anmachen. startups. Amazon, Boeing, Das wurde jetzt verändert vor Microsoft, 4 Wochen. Shopify, and Teradyne are among Adblock the geht. many companies dass building wir- robots with Jetson. Dass wir We're working mehr with the Anteile kriegen. industry on amazing robots. Du musst dir vorstellen, was die mit 10.000 Viewern kriegen. Einmal Werbung und Rente. Ja, ich glaube, ich habe letztens was gehört von Trimax kriegt irgendwie pro Werbeding, ich glaube 30 Sekunden irgendwie 300 € oder sowas. A Also Pi tiny mal Daumen. robotics Das computer kann gut sein, wenn man es that is hochrechnet. 80 times faster than our previous Man kann es gar nicht mehr super deaktivieren, popular Jetson sondern man Nano. kann es nur festmachen. Jetson Orin Nano runs the NVIDIA Isaac robotics stack and features the ROS2 Aber ist okay, finde ich GPU gut. Kriegen die accelerated framework. Creator ein bisschen mehr. There are robots that move, and Also, there are robotic systems die that Reichen watch werden things noch that reicher. Metropolis is our edge AI platform. Na, lass das aus. Gönn mir doch den Cent. Fritz, And has more gönn than doch mal. 1,000 application partners around the world. Metropolis makes sense of cameras, LiDAR, and other IoT sensors Zum to Beispiel, make genau. warehouses, factories, Dann retail das Abo stores, and cities safer und dann and more noch die efficient. Werbung, die zählt ja trotzdem im Abo, aber Orin das is siehst du also nicht. the robotics processor of our Also industrial ich brauch so einen Orient-Prozessor für mein Edge AI platform Auto. that Metropolis runs on. Today, we're Metropolis. announcing that Siemens, the world's largest industrial automation company, Oh Gott, World's is Large adopting Industrial Animation Metropolis Company. and Orin IGX for their industrial edge computing platform. Each year, 2 million medical devices are made by 16,000 companies. In the past, medical instruments were built from bespoke sensor processing chips, dedicated to one function, Ist das so ein Copy-Paste-Text, driven by the Fritz? same Das hast du halt über jedem breakthroughs Stream. that have enabled self-driving cars and robots. Future medical instruments will also be software-defined and powered by artificial intelligence. The same fundamental robotics pipeline of sensor processing, Das ist echt environment so ein reconstruction, Investor-Video, detection Alter. and segmentation applies to medical imaging systems. Orin IGX is also an ideal computing platform for medical dachte, du hast imaging and Metaverse. robotics. And running on Orin IGX is NVIDIA Clara Holoscan, a low-latency image processing platform. Clara Holoscan, like Oh, all krass. NVIDIA robotics platforms, Low includes latency, ja, libraries muss for ja data sein. processing, AI model training, simulation, and the robotics application. More than Bald, 70 wenn du leading medical eine device Ausbildung companies, hast, dann including interagierst du gar nicht Siemens mit echten Healthineers, Menschen, sondern nur noch mit irgendwelchen Intuitive, and AI-Dingern. Olympus, startups, So, and okay, medical zum centers are developing on Clara Holoscan. Today, we're announcing that Active Surgical, Proximie, Boah, and okay. Moon Surgical will Was, build their neue surgical Kameras, robotic systems on Sensoren NVIDIA mit Clara Prozessor. Holoscan, running on the Orin IGX platform. There are no robots with universal skills, Wieso? but building robotic systems share common methods and tools. Robotics require two computer systems, Schon wieder 2. one being the AI factory for developing the robot AI, and the other, an AI computer to operate the robot. Okay, also For das several geht, fast-growing das geht application immer domains, nur, wenn du we einen created Server hast, der platforms das that include domain-specific die AI libraries berechnet for und data du hast einen generation, PC zu Hause noch. AI training, Oder eine Klinik halt da. simulation, mapping, and the runtime stack. We've built one called Isaac for AMRs, autonomous mobile robots. Aha, Isaac ist AMRs can be used to move der things in warehouses, Hey, Tucho. distribution centers, and factories, or be autonomous cleaning, Okay, roaming security. also diese Berechnung von diesem AI ist halt so heftig, AMRs dass don't du need das immer über die fixed Cloud machen pre-programmed musst. tracks Ja. and can autonomously Das läuft immer navigate from waypoint to über die waypoint, Cloud und dann zu dir. avoiding and maneuvering around obstacles. AMRs are basically self-driving cars for unstructured environments. The Isaac platform consists of useful tools that can benefit all AMR developers. SIM-ready asset libraries of things that are often found in warehouses and factories,
Replicator for synthetic data generation. Isaac Sim with connectors to the ROS and other popular robotics ecosystems. Isaac ROS engine with AI and computer vision algorithms and runtime that connects with the ROS bridge. And Cuopt, a real-time fleet task assignment and route planning engine. Ja, ich meine, die haben starke Prozessoren und alles, aber du kannst ja nicht jedes Krankenhaus nur ein Rechenzentrum stellen. Es muss ja durch die Cloud gehen. Ne? Du musst nicht jedes Krankenhaus so 20, 40, 90 kaufen. Oh, macht Sinn. Und dann brauchen wir auch keine Techniker, die das warten. Ja. Nimmst du einfach ein Notebook, Netbook und connectest zur Cloud und da tust du deine Maschine anschließen. Mit Isaac ist möglich, so einen Armband zu kontrollieren über die Cloud. Oder mehr Sachen. Cuopt can then provide optimized task assignments and routing solutions informed by a collision-based occupancy map that will dictate the movement of the autonomous mobile robot or AMR fleet within the warehouse. Distributed teams can access designs from any device and easily vary parameters such as budget, speed of delivery, and robustness to identify the ideal layout for their operational needs. Das ist ja perfekt für dieses Amazon Robotics, was sie da zeigen alles. Replicator in the cloud are then used to train the AMR's perception model. Navigation is validated with software in the loop. Ja, natürlich wird es noch teurer, ja, weil das musste bezahlt werden. Once the AMRs are operating in the Also physical ein Euro-Job ist günstiger als so eine Maschine. as obstructions and environmental changes are identified. Ja. Explore how you can accelerate your logistics planning and optimization workflows with NVIDIA Cuopt in Isaac Sim on the cloud today. Today we're announcing that Isaac is going to the cloud. Okay, jetzt haben sie On NGC, you can get the cloud Isaac announced auch noch. VMI, Tor haben sie virtual announced, machine Isaac. image, and Isaac containers and deploy it on any public cloud. For AWS, we've gone one step further and are publishing optimized Omniverse AMI and Isaac containers in the marketplace. For ROS developers using RoboMaker, you can pull the Isaac container from the marketplace and connect Isaac Sim to your ROS ecosystem and robotics simulation and scale your CI/CD pipeline. Isaac will run on many options of Genau, das C3PO-Update mit AWS, Isaac. Azure, GCP, and OCI. NVIDIA is dedicated to advancing science and industry with accelerated computing. The days of no work, performance scaling are over. Unaccelerated software will no longer enjoy performance scaling without a disproportionate increase in cost. Die 3.0 angepassten DLSS-Ritze, oder? NVIDIA is accelerating software and scaling compute by a million X, going Ja, well das machen beyond Moore's alle großen Accelerated Chefs. computing is a full stack Also auch challenge. Illuminaten. Demands deep understanding of the problem Anscheinend, wie domain, man sich so erzählen kann. optimizing across every layer of computing and all three chips, CPU, GPU, and DPU. Scaling across multi-GPUs and Hast du recht, ja, die multi-nodes is a Krankenversicherung ist data teuer. center scale challenge Ja, ja. and requires Urlaub treating und the alles, ja, network ja. and storage as part of Das the ist ein Euro-Job computing auch fabric. ultra teuer. And developers and Vielleicht so eine customers Maschine. want to run software in many places, from PCs to supercomputing centers, enterprise data centers, cloud to edge. Different applications want to run in different locations and in different ways. Today, we're going to talk about accelerated computing across the stack. Jetzt kommen noch New chips and how they will boost performance far beyond the number of transistors, new libraries, and how it accelerates critical workloads to science and industry. Ich glaube, die werden gar nicht so viel billiger. Die anderen werden halt einfach dazukommen, sich irgendwie mit einreihen. To let you Weiß ich deploy nicht. your software securely, safely, and with order of magnitude gains. The NVIDIA platform now boasts 3.5 million developers. 12,000 startups are founding their companies on NVIDIA. We accelerate some 3,000 apps through 550 SDKs and AI models. Huh? And collectively, the industries we serve represent some $100 trillion of value. Over the 100 past 12 trillions months, of value. we updated more than 100 SDKs and introduced 25 new ones. With each new update,
we enhance the performance and throughput of our fleet of computers. And with each addition, we solve new challenges for developers and extend accelerated computing into new Und opportunities. 25 jetzt in letzter Zeit. Omniverse Cloud, new Omniverse connectors like JT, Drive Sim, Isaac Ross and Isaac Sim, Sim-Ready Assets and Replicator, and Clara Holoscan. Also, Open new ich hoffe, worlds das ist to jetzt okay accelerate wieder. computing. Das ist mir jetzt alles viel zu Let viel me AI update und you Industrial on Talk a hier. few more of our most popular and Noch newest mehr. acceleration libraries. Rapids Ach, is our Scheiße. open source suite of SDKs Ich hoffe so ein that bisschen darauf, accelerate dass data am Ende science noch and so data ein One engineering. noch With ein Rapids, Ding machen. developers Kurz Teaser process data für eine frames, Sekunde. SQL arrays, Muss in die machine Kamera learning halten. and graph analytics, Hier den and do in Steve minutes Jobs what spielen. used to take hours One more thing. or process 10 to 100 times the amount of data. More than a quarter of the world's top companies are using Rapids. There are over 100 Ja, es integrations ist krass, wie sie with entwickelt popular hat. Geht ja open nicht source anders and aus. commercial software Digitalisierung ist ja, toolkits. And Rapids is the muss foundation ja of sein. Merlin, Ist ja der Vorreiter. Morpheus, Cuopt, Clara, Triton, and other NVIDIA SDKs. Aber die machen das schon gut, ne? Die stellen das alles so vor. Technologie, bla und bla. Security, Security. Dann zeigen sie nur so medizinische Sachen. Weißt du? So, alles so Sachen, wo man Menschen helfen kann, weißt du, und Sicherheit zu, vielleicht ist es zu suggerieren, ein bisschen böse gesagt, aber anscheinend doch, das kann man ja auch für ganz andere Sachen nehmen, ne? Was glaubst du, was das Militär hat schon, wenn die das jetzt schon so releasen offiziell? Enterprises can transparently accelerate Spark data frame and SQL operations. AT&T is using Rapids Accelerated Spark to reduce processing time Also for ich their sag advertising pipeline. 19% plus nochmal AT&T 100 sped Euro. up processing by 4x and reduced cost by 70%. Ja, ich Komm glaube, mal. der Euro ist ja Rapids aktuell Accelerated ziemlich Spark genau ein Dollar to speed wert. Da musst du da die processing by 90% 20 times draufrechnen. while reducing Die cost in Custom-Lösung half. kosten auch nochmal mindestens Adobe 100er. Intelligent Services Platform was able to reduce cost by 2/3. Data processing is a giant part of cloud spend. Tens of billions of dollars each year Ja. and billions of kilowatts Die of Sache ist halt, alte Jobs werden verdrängt und neue werden geschaffen. Man muss halt sich halt leider immer anpassen. Je nachdem, nach Alter oder nach Verständnis kannst du das halt nicht. Triton is our open source hyperscale inference serving software that supports any Das AI war halt schon model, immer so, ne? supports GPUs, x86 and ARM CPUs, and AWS Inferentia, and supports all major frameworks. Triton has been downloaded over 3 million times. Ich verkaufe an mein increase of 300% from last year. Available mal in 1 all Liter major Öl public für clouds die and Grafikkarte. integrated into top MLOps platforms. Das ist doch Triton Blume. is used by over 35,000 companies. Airtel, the second largest wireless provider in India, uses Triton to serve ASR Ja, and dann, speech die sind da drin, analytics for customer die können service. da drin, ja, meine ich ja, die NIO, können halt da nicht, the das geht ja leading nicht jeder. premium EV car company in China, uses Triton to test their autonomous driving models against Selbst wenn 100 du was terabytes ganz anderes of gelernt data hast, keine data. Ahnung. GE Healthcare. Du kannst da nicht direkt in die Digitalisierung einsteigen. Das machen dann schon dann die Jungen, die Neuen, ne? Microsoft uses Triton to process real-time grammar checking. Amazon Die Jungen, uses nicht die Triton Neuen. to process real-time spell checking on their sites. We introduced over 50 new features in the last year. Aha. New model orchestration to automatically load models on demand, efficiently allocating GPU and memory resources. A major new feature is large language model inference with multi-GPU and multi-node execution. Inference time Weißt du, was sie endlich machen müssen? from many minutes to a Wie second. heißt dieses Gerät bei Enterprise, wo sie so über dem Herzen tragen, wo sie draufdrücken, so ein Universal-Translator? As nodes and edges in a Communicator graph. Echtzeit oder was übersetzen? Whether for fraud detection, Da, wo sie auch draufdrücken, drug discovery, bei ihrer supply chain Brust, am optimization, Herzen da. product recommendation, Funkelt alles. Und contact tracing, Echtzeitübersetzungstool, customer sowas. 360 journey analysis, or social media. It is all about finding patterns. Also ich in glaube, das Ding ist relationships. einfach nur ein The verbessertes largest GPS, oder? companies in financial services, retail, Wegen dem Beamen. healthcare, and manufacturing have their most valuable data stored in graph databases. Graph sizes Okay, jetzt can wird's mir aber, easily reach jetzt wird's mir trillions aber of langsam nodes and irgendwie, edges. ich bin gerade, Now also, with deep learning, reicht Nicht wieder. mal, nicht we mal, can learn nicht mal patterns and Beam haben sie relationships on a angekündigt. giant scale Tja, and schwach. train a predictive model for that database. NVIDIA now accelerates 2 of the most popular graph neural network frameworks, Deep Amazon. Graph Library and PyTorch Geometric. Amazon,
American Das ist Express, schon ein bisschen schade. Antos 5 Minuten Life Gaming, Sciences, der Rest nur. Meituan, and Pinterest are among the leading users die haben mal of den this als 3.0 fast-growing deep gezeigt. learning approach. Und Over Grafikkarten 80% kurz. of internet traffic is Geil. video. Increasingly, AI and Da computer siehst du mal, wo das graphics Geld halt steckt, will ne? augment Ist ja the klar. video. Wir machen What nicht das used to be Geld. just streaming encoded video Ja. will include image processing like relighting, Wenn die könnten, würden die, glaube ich, gar nichts mehr machen für private Leute. super resolution, Aber die müssen AI ja. inference, and computer graphics for augmented reality. Wir haben sie groß Special gemacht. effects that used to require offline processing are now Dürfen going die into kleinen the Leute nicht cloud vergessen. for live video. These operations are ideal for GPUs and can tap into the NVIDIA GPUs already in cloud data centers for AI inference. Zumindest taugen die Karten We noch need was. Wenn a wir da so new an Microsoft cloud-native denken, library. Betriebssysteme kannst du ja mittlerweile in die is Tonne an werfen. open source GPU accelerated library for Oh, imaging CUDA. and computer vision. Aha. CV CUDA Zehnmal provides a set of highly through performing output for computer cloud vision imaging. kernels with Schau mal zero da. copy interfaces Decode, to Encode, guck integrate mal. efficiently with other libraries and deep learning frameworks. CV CUDA can accelerate the end-to-end processing throughput by over 10 times. Early access application is now Kann ich jetzt online. meine To advance quantum computing research, the community needs a platform to meine design Sachen and für YouTube validate rendern über the die quantum NVIDIA Cloud? hardware and algorithms. The community needs a Das klingt aber super crazy. fast pre-quantum computer that produces known good results. Pre-Quantum NVIDIA's Computer. cuQuantum Oha, das is ist an ein bisschen hoch SDK for gegriffen, oder? quantum circuit simulation. With cuQuantum, a 32-node DGX pod can simulate a Multi-node 40 multi-GPU. qubits quantum computer. cuQuantum has been adopted broadly from AWS, Google, IBM, Oracle, startups all over the world, and supercomputing centers. AWS integrated cuQuantum into its Bracket quantum computing service and saw 900 times speed up and 3.5 times reduction in cost. Lol. Oracle is building a quantum simulation virtual Das ist machine mal eine for OCI Geschwindigkeit. cloud. 900 mal schneller When und ein quantum Drittel der computing Kosten. arrives, it will likely be an extension of classical accelerated computing. NVIDIA CODA is an open Quantum quantum Classic processor agnostic platform for Ein Drittel der hybrid Kosten für sie, der quantum Rest zahlt trotzdem den accelerated gleichen computing. Preis oder mehr. Just as Ja. accelerated computing required a decade-long reformulation Microsoft ist of überall software and dabei. algorithms, quantum Und accelerated meistens nur computing BMW. Was sind will jetzt need the was mit same. den anderen? CODA Marken? offers researchers a programming model for quantum accelerated computing Ich kenne das alles that gar nicht. researchers can use to discover new science today. CODA, running on DGX with cuQuantum, fully emulates a quantum accelerated computer. We're working with world-class quantum researchers to develop systems and new algorithms. like CODA. Pascal. Hallo. AI continues to make exponential advances with new algorithms and new frameworks to develop them. The rich programmability, performance, and availability of NVIDIA makes our platform ideal for AI research. JAX has become a super popular library for machine learning research. JAX has the familiarity Gax, of oder? Python Schau mal, and ich bin auch NumPy, dabei. and the ability to define and compose Mein Name ist differentiable Jax und functions ich bin auch needed dabei. for machine learning. JAX has an ecosystem of Google 300 plus Cloud. libraries spanning Amazon natural Azure. language understanding, reinforcement learning, drug discovery, neural rendering, and physics simulation. DeepMind's groundbreaking AlphaFold was done with JAX. NVIDIA engineers are hard at work with Google Research and DeepMind to optimize JAX for a major release coming in Q4. The NVIDIA AI for JAX container will be optimized for multi-GPU and multi-node scaling. Optimized for all CSP platforms. Support for Hopper's FP8 transformer engine, all with an easy one command to run. Go to NGC and sign up for NVIDIA AI for JAX. Ja, aber Large damit language früher die models Leute are ausschalten, the oder? most Meinst du, Fritz? important AI models today. Based on the transformer architecture, large language Aber models jeder are wartet giant and noch am learn Schluss auf understand irgend so ein Häppchen hier. So, hier, nimm. Das kann noch kommen hier. without supervision and without labeled datasets. So, eine Research in Grafikkarte aus transformers and large dem language Ofen models nochmal. is the most Frisch vibrant gebacken. in AI, with over In der nächsten 10,000 Präsentation. Mikrowelle. published already this Ja, year. oder Mikrowelle diesmal. Unlike CNNs, Oder war es Mikrowelle? transformers Beides war can learn Mikrowelle. patterns and relationships across weiß great ich gar nicht mehr. spans of space and time.
Also ich fand die Präsentation in der Küche geiler. Als hier im Nichts. Ja, vor allen Dingen war ja teilweise auch digital, ne? A single pre-trained model can perform multiple tasks like question answering, document summarization, text generation, Gehst zu McDonald's und der scannt deine Fresse. and even software programming. Da sagt er, so wie du ausschaust, brauchst du gar nicht essen. Few examples to perform tasks for which they were never trained. Und für dich, dir empfehle ich einen Salat. Follow the scaling law, and their performance continues to scale as you increase the size of the model. Large language models can learn the representation of almost any complex sequences. For example, even the language of chemistry and Wer biology. böse gewesen ist, zahlt beim nächsten Large Mal das language models Doppelte. are excellent few-shot learners. The same pre-trained model, when asked the same question in different contexts, can produce a different response. With just a few examples, we can direct the model to be aware of our context and better perform its task. There are endless Das wäre bei mir aber mehr als applications for 15, large Tycho. language models. Summarize a story, report breaking news, paraphrase for different audiences, or even searching for documents. Retraining the entire large model for each task would be understandably costly. Another method, called prompt learning, is an effective way to direct a pre-trained large language model to perform specific tasks So, by Jen ist der training verrückt a im Discord companion hier. model with only a few examples. NVIDIA NeMo LLM is a prompt learning framework. Using Was, the large Nemo? language model's natural ability to fill in the blanks, we provide NeMo some examples or a few shots of learning to learn an additional token, a prompt, that when prepended to an input phrase will produce the desired output phrase. Jetzt komme ich langsam nicht mehr mit, Jen. Sage ich dir, wie es ist. NeMo, given Was a sagst du? small set of examples, Ja, trains a also prompt Token, encoder. also mehrere only Inputs, the daraus prompt wird dann ein embeddings Key are generiert, in updated. diesem Key nennt man dann The Token und pre-trained large ja, language models gar nicht so parameters kompliziert. are Ja, ja, aber frozen das ist during jetzt, the prompt learning, Aber which es ist völlig substantially unwichtig, da reduces hast the du cost recht. and time of fine-tuning the language model for each Wieder task. einmal vorspulen. Today, we're announcing NeMo LLM service. Jetzt kommt A der Nemo. cloud Findet Nemo, service heißt that gleich das nächste trains los. a large language model to perform a task from examples you provide. NeMo includes a selection of pre-trained, community-built foundation Optimized models. Model and The NeMo API produces Service the learned Container. prompt Einfach über embeddings API, and an Token fertig. optimized microservice that can be deployed on-prem in any cloud for one GPU or multi-GPU, multi-node. Die The sagen NeMo mir viel service zu oft will make Multi-GPU. it Ich will easier auch. for researchers, developers, and enterprises to apply these incredible Ach, schon large wieder. language models. Come try it. Sign up now for early access in October. Wo We soll ich use sein? NeMo to create the Megatron 530B Cloud API. 530B is an NVIDIA managed service running on our DGX Supercloud Megatron klingt that für you mich can nach so einem connect to your Mecha. application. Mech so. It has already been prompt tuned for a few tasks. Ober, okay, also alles ziemlich Summarization, zeitnah bisher. paraphrasing, and story generation. Early access starts in October. Alles zum Release der neuen Transformers and Kartenstand. large language model are also at the core of the digital biology revolution. Ja, angeblich sollen die auch schon Just seit as August in der transformers can Produktion learn sein, the die 90er und die relationships 80er. of words and sentences and Das understand Mining human hat sich jetzt language, endgültig mit transformers Grafikkarten erledigt. can learn to read and write in the native language Hoffe of ich. biology and chemistry. Ja, das Ethereum hat sich jetzt so umgeschaltet learned the auf language Ich schon? of chemistry. Ja, Ja, ist ESN war, glaub ich, endgültig letzte jetzt? Woche. T5 Ich glaube, learned letzte the Woche. language of proteins. Once Okay. the Entweder language ist es is letzte learned, Woche passiert oder wir haben es letzte biochemical Woche large jetzt language endgültig models angekündigt. can Aber be ich glaube, es ist prompt-tuned jetzt. to generate Was jetzt hier, chemicals of Chemie? certain properties and Ah, das proteins kann ich within a alles family. lesen. These Wow. generated target proteins Das and ist drug DNA oder candidates was? can then be virtually screened. The drug discovery space is Nee, practically das ist infinite. Geschenkpapier. The combination of Ja. proteins and chemicals is unimaginably large, Das ist Werbung für neues Only about Geschenkpapier. 50 Weißt du ja drugs bald hier are approved each Weihnachten. costing an average of $1 billion to discover. Das ist Large super language Pille. models give us a new Ah, das könnte tool auch das to Universum explore sein. the infinite world of drug Zum discovery. Beispiel, ja. But setting up environments to train these models is hard. And processing the data and training can take weeks to months. Today, we're announcing BioNeMo Large Language Model Service, Nochmal a mehr. digital BioNeMo biology jetzt. framework for researchers and developers to create large language models that understand chemicals, proteins, DNA and RNA sequences.
Sehr viel für Included in the Medizin service hier auch. are Ne? Wieder. pre-trained ESM1 Prot T5 and Megamobart. Wie heißt diese Dinge, wo man draufschlägt? Pinatas, gell? Kekse, das habe ich eigentlich da auch hab ich gesehen drin mit den Luftschlangen or zusammen. predicting structure, Schon wieder. function, or reaction properties. Early access for BioNemo is in October. The Broad is one of the top medical research institutes in the world and the largest producer of human genomic information. The Broad Institute and NVIDIA are announcing today that the NVIDIA Clara Die libraries wollen jetzt are wirklich now überall ihre Finger available drin haben, ne? on Broad's Terra Cloud Ja, zeigen es platform. anscheinend jetzt. Ne? With NVIDIA Parabricks, whole genome sequencing can be sped up from over 24 hours to just Hurrah. 1 hour, while cutting the compute cost by more than half. Scheiße. Researchers using the Genome Analysis Toolkit, Clara. GATK, can get improved accuracy with deep learning. And the new NVIDIA BioNemo will be available on Terra Cloud. Using BioNemo, klar. NVIDIA and Broad researchers are collaborating to create large language models for genomics. We're excited that NVIDIA's Clara engines will turbocharge the work of Terra Cloud's 25,000 plus users. Large language models have set the stage for Hopper. Named after Grace Hopper, a computer scientist in the US Navy Ah, who pioneered computer programming in the 50s and first coined the term bug. Hopper is the engine of large language Hopper. model AI factories. One of the most amazing breakthroughs of Hopper is a new transformer engine, a new tensor core, and software that uses FP8 and FP16 numerical formats dynamically processes layers of a transformer network, and the performance is incredible. The training time goes from days to hours, or on larger models, from a month to a week. And prompt tuning on models such as 530B using H100 Also and einfach Nemo viel schneller. LLM service is 5 times faster than A100. And as Kirk said to Spock, hours instead of days, minutes instead of hours. H100 inference Call is it magnitudes Enterprise. faster than A100 for large language models. For instance, when serving large language model chatbots with less than 1 second latency on equivalent scale systems, Ampere can serve 100 users, while Hopper can serve more than 3,000, 30 times more. Hopper will make large language models, the most important AI of our time, accessible to everyone. The more you buy, the more you save. Wichtiges Hopper Energieeffizient um H100 is the 3,5 new Mal. engine of the AI factory. H100 is available now on NVIDIA Launchpad. DGX H100 systems with NVIDIA base command orchestration can be ordered now. Das heißt sogar Enterprise. OEM partners will ship H100 systems starting next month. And all major cloud providers are making H100 available in just a few Da months. müsst ihr jetzt mal die Clouds Hopper updaten, ne? Alle. is in full production. Recommenders run the digital economy. They are the engines behind social media, digital advertising, e-commerce, and search. Recommenders process a gigantic amount of data. Compared to large language models, Jetzt the amount das of musst du data aber langen Atem haben, sag ich for dir, every Jens. unit of computation is an order of magnitude larger. Here's a chart that has compute intensity on the vertical axis and fast memory capacity on the horizontal axis. You can see that recommender systems require an order of magnitude more fast memory capacity. Large language models will continue to grow exponentially and require more computation over time. Recommender systems will also grow exponentially and will require more fast memory capacity over time. Large language models and recommender systems are the two most important AI models today, and they have diverging computing requirements. Recommenders can scale to billions of users and billions of items. For example, every article, video, and social media item has a learned numerical representation called embedding. Each embedding table can be tens of terabytes of data that requires multiple GPUs to process. Processing recommenders require data parallelism in parts of the network and model parallelism in other parts of the network, stressing every part of the computer. Grace Hopper is ideally suited for recommender systems.
Whereas Hopper HGX systems are rich in tensor processing, each HGX node with 8 GPUs is limited to 640 gigabytes of fast memory. On the other hand, a single Grace Hopper superchip can be configured for 580 gigabytes of fast memory. 500 gigabytes connected to Grace and 80 gigabytes connected to Hopper. The two chips are connected by a super fast chip-to-chip NVLink. Nur 8000 8 Teraflops. Grace Hoppers have the same Ich glaub, die tensor PlayStation 5 hat throughput 11 oder of sowas. Hopper HGX, but over 7 times more fast memory capacity. Ja, also Now with just a 120 node Grace Hopper system, die you neue can Karte hat process a 83. 70 terabyte state-of-the-art recommender system. Grace Hopper will be a 83. giant leap for recommender systems. Der PlayStation. The amazing Grace CPU is the magic behind Grace Hopper. Let me tell you about it. Grace uses the ARM Neoverse V2 CPU core that delivers high single-threaded performance and twice the energy efficiency Also of server 83, das ist CPUs. wirklich das Vierfache. 72 CPU cores are connected Fast by a achtfache. scalable coherency fabric Von that einer delivers PlayStation. Du meinst von der alten 3.2 Generation. terabytes per second Genau, die hatten Ah, ja, of ja. bifunctional 20 oder bandwidth. sowas. 117 Oder bis zu megabytes of 20. L3 cache are Eieiei. distributed across the mesh fabric. Grace Aber system hier ist memory nur is DDR5 drin, schau mal. LPDDR5X, which delivers 1.5x the bandwidth of DDR5, but most importantly, at 1/8 the power. And finally, Nice, Grace is 5X, connected to schon der Hopper Schnelle. through a chip-to-chip NVLink that gives Hopper Ja, aber die high-speed neue hat ja access 6 to 6 Grace's DDRX large oder memory. so. Noch Grace komischer. and Grace Hopper superchips Oh, okay. are designed for ja schon bei high-performance 6, glaub computing ich, immer. applications Oder nicht? that Schauen wir process gleich. a giant amount of Ja, ich data, habe den Anfang leider like nicht data gesehen. analytics and recommender systems. Aber haben die NVIDIA and the aktuellen world's leading 506? system makers are building a broad array of servers. NVIDIA is bringing the full stack of our HPC, AI, and Omniverse platforms to Grace and Schau mal, Grace wie klein Hopper. diese Computer sind. Systems will Wie be mein available Taschenrechner. in the first half of Hast du recht, 2023. DDR6X haben wir. Artificial intelligence is the most important technology force Ein of our Profi. time and is creating capabilities never before possible. In just a few years, AI has delivered breakthroughs in computer vision, speech recognition, natural Das language müsste dann gigantisch auch sein mit and automatischer recommender Kamera systems. dafür. Du brauchst gar keine Kamera These mehr. AI Einfach models AI, fertig. still have to be built into applications like self-driving cars, So einen customer perfekten service Gimbal. chatbots, and e-commerce sites. And Ich finde diesen workflows Chatbot that geil. Kann ich adapt mit dem the reden? AIs to specific use cases and help the models Auch learn so from für experience. Spieleentwicklung. Du musst To da make noch ein AI bisschen von der Kamera accessible to rumhüpfen, hast gleich industries, die Animation. we've developed Ja. domain-specific frameworks that companies can use to make AI applications. All of these application frameworks are built on NVIDIA HPC, NVIDIA AI, Der Avatar da and oben, sein NVIDIA eigen, er selbst hier. Omniverse platforms. Da oben. Let me give you a few examples. NVIDIA MONAI is the most popular medical imaging AI framework. Ah, da. 15 MONAI. of the top 20 academic medical centers and pharmaceutical companies, like Bayer and GSK, have adopted MONAI for radiology and pathology. NVIDIA Merlin is a framework that helps you easily build an end-to-end Jetzt kommt der recommender Merlin system ins Spiel. that is performant and scalable. Die Companies Namen. including Capital One, Tencent WeChat, Morpheus, and Fidelity Merlin. are building recommenders to improve the quality and engagement of their services. NVIDIA cuOpt is an operations research optimization API using AI to help developers create complex Schon wieder Amazon Warehouse hier. real-time fleet routing. AT&T, BMW, and Domino's are using cuOpt. Oh, BMW. BMW has said that using cuOpt has saved 20% on their factory fleet orchestration and planning, Oh. millions of dollars. NVIDIA Morpheus is a GPU-accelerated SDK, enabling cybersecurity developers to build AI pipelines that detect anomalies by filtering, processing, and classifying giant volumes of real-time data. We're partnering with Booz Allen Hamilton to bring a Morpheus-powered cybersecurity platform to the public and private sectors. Artificial intelligence is impacting a large number of application domains and requires two basic approaches to computing. We're helping customers develop and deploy these AI applications in secure, multi-cloud environments, whether it's scale-up, batch processing AI factories, or scale-out, interactive cloud services. For scale-up AI factories,
we are in full production with Hopper. For scale-out inference, interactive metaverse applications, and omniverse simulations, we have the OVX computer. In omniverse simulation mode, one session runs on multiple GPUs. In inference and multimedia modes, multiple sessions can run on one GPU. Today, we're announcing the OVX computer with the new Ada Lovelace L40 data center GPU. With a massive 48 gigabyte frame buffer, OVX with 8 L40s will be able to process giant omniverse virtual world simulations. L40 OVX computers will be available from the world's leading computer makers and cloud providers. L40 GPUs are in full production. 80% of the world's internet traffic is video. User-generated content, like video conferencing or short-form videos, make up a lot of it. Increasingly, these video streams will be augmented by AI special effects and computer graphics. And emerging metaverse applications like avatars will do computer vision, speech AI, language understanding, and computer graphics in real time and at cloud scale. Nothing like this has ever been done before. To make this possible, we've been building acceleration libraries like CV CUDA, pre-trained AI models in our avatar cloud engine like Riva and Audio to Face, and a zero-code application framework and cloud runtime engine called UCF, Universal Computing Framework. Using UCF, we created a reference application called Tokyo for building customer service avatars. All of this is running on AWS. Let me show it to you. AWS. Interactive avatars are growing in popularity and use. From providing customer and sales support to marketing tools and teaching aids. But creating interactive avatars is very hard and typically requires expensive equipment, specific expertise, and time-consuming workflows. NVIDIA ACE is a collection of cloud-native AI microservices that make it easier to create, customize, and deploy intelligent and engaging avatars, built on any engine and deployable on any cloud. An interactive avatar needs to understand and communicate with you, from the more common text-driven chatbots that help users with site or subject-specific queries, to real-time, fully animated 3D avatars that can see and hear you. And ACE has all the necessary AI building blocks to bring them to life. Hi, I am Violet. How can I help you? This is Violet. She is a fully rigged avatar with some basic animation. To make her interactive, we use NVIDIA's Unified Compute Framework, or UCF Studio, to build a graph of microservices that we can deploy in the cloud. For Violet to be able to hear and talk to us, we include the Riva ASR and TTS components. And we use Audio to Face to provide the necessary animation. Each microservice component has color-coded inputs and outputs for easy connection and error checking to avoid incompatible connections. We then connect a food ordering dataset to handle customer orders and queries. Do you have any low-calorie options? I found these 4 options for low-calorie: market salad, fruit salad, diet cola, and lemonade. I'd like a market salad, please. Als ob ich da stehen würde und mit ihm quatschen. One regular market salad to your cart. What else would you like? Do you have any orange juice? I could not find orange juices, but I found a similar item. One small lemonade is priced at $2. I just learned about the lemon slice nebula today. That's cool. Please ask me about Kommen die items Kinder in noch the mehr menu. komische Ideen. Can I have one small French fries, please? Now, let's make Violet smarter. Ach du The Tokyo Scheiße. Application Framework comes with a Stellt sich zu Merkel und quatscht dann mit dem AI. However, we do want Violet to be able to answer questions that don't relate to food orders. Kannst du dir nicht vorstellen, was ist mit der Welt passiert, ey? LLM microservice and update the inference model settings for open domain question. Also nochmal hier. Hello, I am Violet. Ask me anything. What do you know about the lemon slice nebula? The Lemon Slice Nebula is a planetary nebula located in the constellation Jobs ersetzt durch Maschinen. How Diesmal far durch is it Software. from Earth? 4,500 light years away. Ist das jetzt ein neues Ziel oder was? To one from another engine. For this, we'll use Unreal Engine 5 and MetaHuman to power Violet. All we need to do is go back to UCF Kann ich mir die auch selbst gestalten, diese Violet? Ja, ich denke schon. Und die sprechen ja auch immer von API, also denke ich mal, dass man das umgestalten kann. Ja. Mit diesem Ding hier. Hi, I'm Hallo. Ultraviolet. I'm a digital avatar.
I've been brought to life by Avatar Cloud Engine, or ACE for Ich short. brauche Avatar Cloud Omniverse Engine. ACE powers my speech, animation, and intelligence. I can even answer challenging questions using the power of a large language model. Ask me anything. Ist einfach eine Alexa We're really Siri excited about optisch. Omniverse Avatar Auf Cloud diesen Engine, Namen and we reagiere can't ich wait to leider see what nicht. you create. We have a rich suite of domain-specific application frameworks. Now, we need an army of experts to help customers apply these AI frameworks to automate their businesses. Today, we are announcing that Deloitte, the world's largest professional services firm, is bringing new services built on NVIDIA AI and NVIDIA Omniverse to the world's enterprises. Deloitte's 350,000 professionals will help the world's enterprises use NVIDIA application frameworks to build modern multi-cloud applications for customer service, cybersecurity, Die sind immer noch da bestellen. warehouse and retail automation, and Und wenn sie nicht gestorben sind, bestellen sie noch heute. new addition to our ecosystem of software developers and go-to-market partners. Oh Mann. Today we announced new chips, new advances to our Ein frameworks, Gerücht besagt, die and bestellen for immer the noch. very first time, new cloud services. The Ada Lovelace generation advances all 3 RTX processors, the engines of neural rendering. Ada is a quantum leap for gamers and paves the way for creators of fully simulated worlds like Racer X. Large language models and recommender systems are the 2 most important AI models today. Hopper, with its transformer engine, will make large language models accessible to everyone. Windows, Hopper is in Fenster full production. minimieren. Und ständig poppte dann das Bild auf. Es tut mir leid, ich habe Sie nicht verstanden. Ja, das war jetzt scheiße. Schon da. Windows, Fenster maximieren! Tut mir leid, ich habe Sie nicht verstanden. Ich habe das nie genutzt, ich habe mich Systems will be aufgeregt. available in the first half of 2023. OVX is the Omniverse computer and ideal to scale out metaverse applications. Our second generation OVX is powered by Ada Lovelace Das sieht mächtig L40 aus. data center GPUs. Der L40 L40 is Data in Center full GPUs. production. Combining the transformer engine of Hopper, the GPU of Ada, and the amazing CPU of Grace, Thor will power the centralized car Anschlüsse. computers of autonomous vehicles starting in 2025. And like Orin, Thor will be the 2025? processor for robotics, medical instruments, industrial automation, and edge AI systems. We have more than 3.5 million developers creating some 3,000 accelerated apps using our 550 SDKs and AI models. New SDKs increase the capability and performance of systems our Das ist der customers Isaac mit den already Armen da. own, while opening new markets for accelerated computing. Over the past 12 months, we updated more than 100 SDKs and introduced 25 new ones. The NeMo Large Language Model Service is a NVIDIA-managed cloud service to adapt pre-trained large language models to perform specific tasks. The BioNeMo LLM is a service to create large language models that understands chemicals, proteins, DNA, and RNA sequences. Large NVIDIA Omniverse Language Cloud Models. is an infrastructure as a service that connects Omniverse applications running in the cloud, on-prem, or on a device. New Omniverse containers, Replicator for synthetic data generation, Farm for scaling render farms, and Isaac Sim for building and training AI robots are now available for jetzt haben cloud wir's gleich. deployment. For ROS Ich hoffe doch, developers using zumal es AWS zusammenpasst. RoboMaker, Isaac containers are in the marketplace. 80% of the world's internet traffic is video. Video, ich hatte schon And gesagt, ja. user-generated video streams will be increasingly augmented by AI special effects and computer graphics. Ja, das haben wir ja Avatars schon. will do Oh. computer vision, speech AI, Das language gibt's schon, ja. understanding, and computer animation in real time and at cloud scale. Ja, das To gibt's make schon. this possible, Was halt we've geil been wäre, building acceleration libraries like CD Warte, CUDA, mal a sag gleich. cloud runtime engine called UCF, Unified Computing Framework. And wenn dieses Omniverse NVIDIA-Programm Avatar Cloud Engine dich selbst, and a sample deine Kamera als sowas, application eine AI for darstellen customer könnte, service als ein avatars. Anime, was es schon so gibt bei Steam und sowas, dass das Nvidia mit drin hat, diesem Ding in Echtzeit. Dieses VTuber-Ding. Ja, genau. Das Deloitte's virtuell Gedönse da. 350,000 professionals will help the world's enterprises use NVIDIA application frameworks Ja, to aber ich build hätte auch schon modern gedacht, wenn sie das so ein multi-cloud bisschen vereinfachen applications würden. for customer service, Ja. cybersecurity, Weil du brauchst doch industrial schon eine Menge, wenn du auch automation, lippensynchron alles warehouse haben willst. Das automation, and more. reicht nicht ein so We ein have a great Programm. GTC for you.
Nee. Und vor allen Dingen, die haben teilweise da so viel Stuff im Hintergrund laufen. Irgendwelche Gürtel noch um die Hüfte geschnallt und alle möglichen Sensoren. Und diese ganzen Grafiken, die eine hat mal erzählt, dass sie irgendwie bei 1.000 € oder so dafür ausgegeben hat. Ja, da gibt es ein gutes Video von Tom Murray, der zeigt genau, was er sich bestellt hat, weil er mal so eine Woche streamen wollte, um zu sehen, ob das ankommt. Da zeigt er alles mit Preis, was er gekauft hat, wie das benutzt hat. Ja, das ist nicht ohne. Einfach von Mann zu Frau geworden mit dem Ding. And back in time to understand the origins of the universe. Vielleicht ist das jetzt Normanski 2.0 kommt dann raus mit dem Programm. Stellaris, Leica, okay. Hier war viel zu viel für Industrie hier. Krass. Für mich würde mal interessieren, wie die Verteilung ist vom Kapital halt, ne? Was sie bekommen und verdienen an der Industrie und an Privatanwendern. Bestimmt. Ja, ich glaube, da gibt es Zahlen für. Bestimmt 10% vielleicht von privat, wenn überhaupt. Sogar noch weniger. Ich glaube, das ist mehr so Werbung, oder? Das Ganze für die Privatleute. Also es ist ja vielleicht ist sogar unter Werbung abgestempelt. Sag mal, die ganzen Großen, die wissen ja sowieso Bescheid, aber vielleicht so der eine oder andere, der in die Richtung gehen will, der guckt sich das an und denkt sich vielleicht, ui, das könnte ich für mein Projekt auch gebrauchen. Ja, und jetzt, da es alles noch in der Cloud geht, der braucht zu Hause nur einen PC und kann dann auf die Cloud zugreifen. Er braucht gar nichts Krasses. Nimmt sich eine AMD-Grafikkarte und connectet auf den NVIDIA Cloud. Fertig. Die günstige AMD. Rein da. Ja, im Endeffekt macht die Cloud alles. Ich sagte, wenn einmal so ein Roboter mir so Salat hin tut, dann hau ihn aber. Dann laser ich den Arm weg. Leider keinen Kopf, wo du ihn entgegenwerfen kannst. Ich einfach den Arm weglaser, reicht das? Also ich sagte, irgendwann kommt es echt zur Rebellion der Maschinen. Wir werden den Judgment Day noch erleben. Ja, ich denke mir die ganze Zeit, wer braucht das? Aufwendige Produktion kann ich ja noch verstehen, aber warum sollte ich bei McDonald's mit einem Roboter reden wollen? Oder hier die Auslieferung vom Essen mit dem Arm, ne? Das ist halt schon krass. Nicht einmal mehr in der Foodindustrie, die Jobs und alles, ist auch schon krass, ne? Kellner und Kellnerinnen und sowas, ist auch schon, ist ja jetzt schon nicht mehr geil. Und dann wird das auch noch ersetzt. Ja, die Bahn will ja auch umstellen, dass die ganzen Züge alleine fahren. Boah. Und dann, wenn irgendwas ist unterwegs? NVIDIA. Ja, dann muss man da hinfahren. Thanks you for watching recording. Will be available on this channel shortly. Also, gut. Gut. Ich würde gerne Bilder haben von diesen Grafikkarten hier. Also, es war eine tolle Präsentation, aber das war mir einfach zu viel Industry-Gelaber. Das ist halt heftig. Hier, da schreibt einer Good Morning Skynet. Wie ich gesagt habe. I'm about to raise the price. Why is everyone talking about EVGA? Team NVIDIA.